102 oder 3 Jahre oder was alles. Wir haben ja praktisch schon den Krieg erlebt, wir haben ja die Gefangenschaft erlebt. Die Gefangenschaft war natürlich nicht angenehm. 3 Monate, Tag und Nacht auf der Erde liegen, nur mit einer Decke und mit einem Mantel. Sonst habe ich nichts gehabt. Gell. Ich habe die Kiste der Horn gebaut, ich habe den Zugspitz gebaut. Das waren für mich die Arbeiten. Dafür haben Sie ja große Auszeichnungen bekommen in Ihrem Leben. Ja, sicherlich. Ja. Die höchste Auszeichnung kann ich Ihnen heute noch zeigen, gell? Was ich von Bundespräsidenten überreicht habe kriegen. Sie haben ja dafür das goldene Verdienstkreuz gekriegt in Österreich. Das habe ich automatisch gekriegt. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 103-jährigen Zeitzeugen zu interviewen. Und dieser 103-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 103 Jahre jung geworden ist, wie er damals den Zweiten Weltkrieg erleben musste, wie er nach dem Krieg Diplom-Ingenieur geworden ist und sehr viele Seilbahnen eigens konstruiert hat, dafür große Auszeichnungen bekommen hat, welchen Ratschlag er uns mit auf den Weg geben würde und was er sich für die Zukunft wünscht. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Lebensgeschichte, diese wertvollen Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Naja, 102 oder 3 Jahre oder was alles. Ich weiß es gar nicht genau. Schauen Sie draußen nach. Draußen ist es sicher. Haben Sie noch sehr aufgehängt. Ja. 103, glaube ich, seien Sie. Ja. Am 17. Oktober 1921 sind Sie geboren. Ja. Das ist das Einzige, was ich mich noch erinnern kann. Und wie fühlt sich das an, so 103 Jahre zu sein? Hat sich nichts geändert. Ich bin halt normal. Ich versuche normal arbeiten zu können, so gut es geht. Es geht leider nicht mehr normal, weil die Augen verlassen mich ganz. Gell? Das sind die Probleme. Sie sind ja 1921 auf die Welt gekommen. Ja. Wollen Sie erzählen, wie das damals in Ihrer Kindheit war? Weil das war ja die Zwischenkriegszeit, da hat man ja nicht viel gehabt damals. Naja, ich habe Zwischenzeit gehabt zwischen Graz und Bruck, das war eine Zwischenzeit. Und dann habe ich in Bruck Probleme gehabt mit der Schulleitung und zum Beispiel. Da hat es gegeben, eine Regierung hat es gegeben, die hat mit den Leuten gemacht, was sie wollen haben. Ich habe müssen am Sonntag in die Kirchen gehen. Ich meine, ich war katholisch, aber jeden Sonntag in die Kirchen, das war für mich ein Problem. Denn ich war Samstag, Sonntag war ich nicht für die Kirchen gegangen, sondern da war ich immer auf dem Berg oben. Gell? Ich weiß nicht, ob Sie meine Listen gesehen haben. 3000er und sogar 4000er haben Sie. Ja. Naja, bitte, das habe ich mir aus meinen Unterlagen zusammengesucht, weil die Leute mich immer gefragt haben, wo ich überall war. Gell? Und jetzt kann es ja jeder noch durchlesen. Gell? Und darf ich vielleicht auch fragen, wie gesagt, wir machen ja diese Interviews wegen Zeitgeschichten für den Frieden. Wollen Sie da erzählen, was sich dann geändert hat, wie 1938 der Hitler gekommen ist in Österreich, wie Sie das da erlebt haben? Ja, das habe ich alles erlebt. Gell? Ich meine, das war für mich natürlich ein Problem, die Zeit zu überleben. Ich war kein Politiker, der sich irgendwie für das interessiert hat. Also 40 sind Sie nach Norwegen gekommen, nach Narvik. Narvik, ja. Da bin ich nach Narvik als Arbeitsmann von Arbeitsdienst gekommen. Gell. Und da sind wir nicht mit der Eisenbahn bis Narvik gefahren, sondern mit dem Schiff sind wir entlang der Küste gefahren und dann in Narvik ist ein großer Hafen gewesen. Da hat der das Schiff geführt hat gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie man da fahren soll, weil da liegen so viele Schiffe, die versenkt dann wurden, gell, bei dem Angriff. Weil die Deutschen haben die
Bomben runtergeworfen und dann haben sie wieder die Eisenbahn repariert. Ja. Das heißt, da ist die Eisenbahn gegangen von der Küste über den Berg drüber und da war ich als Arbeitsmann, habe ich dann Eisenbahnschienen repariert, also mit 10 Mann. So eine Eisenbahnschiene zu biegen, das war nicht einfach. Gell? Und dann sind wir wieder, Gott sei Dank, haben wir die Eisenbahn, die ist dann von der Küste, das war dort, die Küste war so gebracht, dass das Erz von Schweden, die Schweden haben das beste Herz gehabt, Eisenerz, gell? Das wurde mit der Eisenbahn über den Berg drüber transportiert, nach Narvik transportiert und in Narvik war eine große Anlage, wo ist das Erz auf Schiffen überladen worden. Schwedische Erz war bekannt als bestes Erz. Ich bin eingerutscht, gell? Und dann haben sie zu mir gesagt, ich soll jetzt mit dem Gewehr schießen und so weiter. Aber ich gesagt, es tut mir leid, ich kann mit meinen Augen einen gezielten Schuss mit dem Gewehr nicht abgeben, weil ich konnte Chemie und Kord nicht übereinbringen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wenn sie das nicht wollen, also da haben sie immer geglaubt, die will das nicht, habe ich müssen 3-mal die Runde machen, strafweise die Runde machen und so weiter, bis dann eingesehen haben, dass das eben wirklich nicht geht. Und nach Hause bin ich deswegen gekommen, weil ich praktisch in Narvik war, bin ich beim Tor gestanden, sozusagen als Bewachung und so weiter. Und dann hat es geheißen, alle, die studieren wollen, können sofort nach Hause fahren, die dürfen sofort nach Hause fahren. Aber mein Bekannten noch geredet, und habe ich gesagt, habt ihr das auch gehört? Und haben gesagt, ja. Aber wir müssen aber als Beweis in die Hochschule gehen und inskribieren. Und ich gesagt, ja, das machen wir halt, gell? Das ist ja kein Problem. Und da sind wir halt dann eingefahren, mit einem Zug, die Gewehre, was wir gehabt haben wir müssen zerlegen und einwickeln, weil wir da durch Schweden gefahren sind. Gell? Mit der Eisenbahn nach Schweden bis Trondheim, glaube ich, heißt das geheißen. Und da sind wir dann runtergefahren und da sind wir auf ein Schiff runter, mit dem Waggon direkt auf ein Schiff runtergekommen und auf dem Schiff haben wir 10 Tage gelebt. Die einen haben am Boden geschlafen, die anderen in der Solage geschlafen. Also, das waren halt Erlebnisse, gell? Aber ich bin dann praktisch mit dem Zug bis Kärnten, nicht bis Klagenfurt, sondern eine Station vor Klagenfurt, sind wir dort stehen geblieben, weil dort haben wir praktisch unsere Geräte und alles abgeben müssen, haben das Gewand dort abgeben. Und wer war dort? Unsere ganzen Mütter waren dort versammelt, weil die haben das so irgendwo erfahren, dass mit dem Zug kommen die ganzen Gefangenen, also die ganzen Leute, die Jugend, die kommen da an und hier bleibt der Zug stehen. Und deswegen haben sie dann 1940 das Praktikum auf der TU, heißt es. Wo waren sie da? Also auf der Hochschule Graz. Praktikum, ich glaube TU heißt es, der Technische Universität Graz, 1940. Ich kann das nicht lesen. Da steht also 1.10.40 Praktikum TU Graz. Ja. Ja gut, dann war ich halt bei der TU und die haben mich dann ohne weiteres, ich habe mich angemeldet dort und die war halt dann bei der Vorlesung dabei. Vielleicht den einen Punkt, der würde mich vielleicht noch interessieren, von 1941, wie sie ins Militär dann die 4 Jahre im Krieg waren bis zur Gefangenschaft. Wissen Sie da mal, was da erlebt haben? Ja, ich war kein eigener Soldat und ich habe mich auch als Soldat auch nicht bewährt, weil, wie die gesagt haben, ich soll schießen, ne? Habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich kann Chemie und Kord nicht mit meinen Augen zusammenbringen. Ne? Und dann haben sie mich zum Augenarzt geschickt und da habe ich Augengläser gekriegt, das war leider für die Kohle alles, gell? Weil ich bin auf die Welt gekommen und da waren schon meine Augen sehr schwach, weil
Ich kann mich da gut erinnern, da war irgendeine eine Feier und da haben sie mich in der Schule hinten auf die letzte Bank gesetzt. Gell? Und dann bin ich nach Hause gekommen und da haben sie mich gefragt, was ich da gesehen und gemacht habe. Da habe ich irgendetwas erzählt. Dann haben die gesagt, das gibt's ja nicht, das war ja aus der Blödsinn. Ne? Und da sind sie draufgekommen, dass ich Augenfehler hab gehabt. Also das hat keiner gewusst, weder der Vater noch die Mutter von mir. Ne? Wir haben ja praktisch ja den Krieg erlebt, wir haben ja die Gefangenschaft erlebt. Gefangenschaft am 8. Mai. Die Gefangenschaft war natürlich nicht angenehm. 3 Monate, Tag und Nacht auf der Erde liegen, nur mit einer Decke und mit einem Mantel, sonst habe ich nichts gehabt. Gell? Und eine runde Blechdose, weil die Dosen, die ich vom Militär gehabt habe, die haben wir schon alles weggenommen gehabt. Gell? Jetzt haben wir halt eine Blechdose organisiert und mit denen haben wir halt die Suppen gekriegt oder wenn es Nudeln gegeben hat, haben wir halt die Nudeln gegessen. Also die Nudeln hat es meistens zu Weihnachten gegeben. Zu Weihnachten hat es eben Nudeln gegeben. Und habe 5 Jahre Hochschulstudium gemacht. Ja. Das war dann, nachdem sie von der Gefangenschaft wieder zurückgekommen sind, die 5 Jahre, was dann weiter studiert haben. Ja. Die Hochschulen waren pumpvoll mit jungen Leuten und mit Heimkehrern und so weiter. Die sind auf der Stirn gesessen, die sind auf die Fenstergeländer gesessen. Ja. Und vorhin ist ein Professor gewesen, der hat wohl was erzählt, aber er hat eine Assistentin gehabt, die hat das gemanagt, das ganze Gespräch hat die überwiegelt. Ja. Und wir sind dann, haben wir da keinen Platz mehr gehabt, wir haben uns von außen, haben uns ein paar so Kisten organisiert und da haben wir Bretter draufgelegt und da sind wir vorne ganz am Tisch gesessen. Ich meine, das sind so Erlebnisse, die halt in Erinnerung geblieben sind. Gell? Und ich habe für die erste Staatsprüfung habe ich keine Prüfung machen brauchen, weil da waren meine Noten alle 1 und 2 und dann haben sie gesagt, ja, das braucht man nicht. Und die zweite Staatsprüfung, die hat sich so angespielt, wir mussten um 9 Uhr früh in die Hochschule kommen mit einer Jausen, mit einem Kaffee oder mit einem Wasser und das hat gedauert bis 17 Uhr. Und da haben wir drinnen ein Reifsbrett gehabt und da haben wir müssen das Problem, was man bekommen hat, am Reifsbrett und mit dem Text erledigen. Und das hat 8 Tage gedauert. Ja. 8 Tage lang? Ja, 8 Tage. 8 Tage lang, jeden Tag in der Früh mit einer Jausen um 9 Uhr. Da bin ich halt mit dem Radl reingefahren in die Hochschule, weil mit der Straßenbahn, das hat wieder Geld gekostet, das habe ich nicht leisten können. Bin ich halt mit dem Radl gefahren. Den Radl habe ich in den Hof abgestellt gehabt und das habe ich wieder gefunden. Das heißt dann 1951 haben sie dann die Hochschule abgeschlossen, sind dann Diplom-Ingenieur geworden, wo es dann eben nachher dann die... Ja, bin ich nicht gleich, sondern das hat ein paar Visiten gegeben. Das hat müssen auf der Hochschule genehmigt werden. Und das war, da habe ich auf der Hochschule mit schwarzem Anzug, aber Scheinen, ne? Und da sind die ganzen Dings, die Größe gestanden und so bin ich eigentlich bekannt worden. Gell? Ich habe die Kitzbüheler Horn gebaut, ich habe den Zugspitzplan gebaut. Das waren für mich die Arbeiten. Das funktioniert heute noch. Die Bahnen können sich kontrollieren und das ist ja nicht einfach, das zu berechnen und so weiter, aber das war für mich kein Problem. Gell? Wie haben Sie das? Das ist ja Murz. Naja, ich habe halt den Auftrag gehabt, wir brauchen da einen Baum hinauf am Kitzbüheler Horn. Ich soll Vorschläge machen,
wie wir das bauen können. Das habe ich natürlich in 2 Etagen natürlich bauen müssen. Die erste Etage ist zu irgendeinem Punkt gegangen, dann musste man dort aussteigen und umsteigen auf die zweite Etage. Die hat eine andere Richtung gehabt und so sind wir auf den Kitzbühel heimgekommen und so sind wir auf die Zugspitzen gekommen. Dafür haben Sie ja große Auszeichnungen bekommen in Ihrem Leben. Ja, sicherlich, ja. Die höchste Auszeichnung kann ich Ihnen heute noch zeigen, ja? Was ich vom Bundespräsidenten überreicht habe gekriegt. Sie haben ja dafür das goldene Verdienstkreuz gekriegt in Österreich. Das habe ich automatisch gekriegt. Ich bin vorgeschlagen worden. Ne? Wer hat mich ja alles vorgeschlagen? Ich habe mich nicht bemüht darum. Ich habe gesagt, ich brauche das. Ich habe müssen nach Wien fahren. Das ist dann in Wien überreicht worden. Und dann haben sie mich einen ganzen Tag in Wien gehalten und haben in Wien Probleme erledigen können. Also mein Leben war immer sehr bewegt. Gell? Wie ich geheiratet habe, bin ich von Magistrat runtergegangen am Hauptplatz. Und der Hauptplatz war pumpvoll mit Leuten. Ne? Das waren alles Leute, die ich in Graz gekannt habe. Gell? Ich kann mir vorstellen, Sie waren eine Persönlichkeit, die Sie sehr viele Menschen, also Sie haben sehr viele Menschen gekannt und umgekehrt auch. Ja, sicher, ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt, das ist klar. Durch das Arbeiten, durch die Firma. Und irgendwo, wo ein Problem gegeben hat und die haben nicht weiter können, haben sie mich angerufen, haben gesagt, bitte, wir haben 10 Leute und die kriegen den Vertrag mit Dubai? Dubai, ja. Bringen wir nicht zusammen, weil die Einheimischen, die verlangen das und das und das und wir können denen nicht beweisen, dass das, was sie wollen, gar nicht so möglich ist. Und da brauchen wir jemanden, der das und daraufhin haben sie mich gleich vom Büro haben sie mich schon mit der Maschine, mit dem Chefauto nach Graz zu meiner Wohnung geführt. Um 6 ist das Flugzeug schon gegangen und dann bin ich allein in die Stadt gekommen, weil die haben auf mich gewartet. Ja. Die waren 10 Leute waren dort und die haben gewartet auf jemanden, der irgendeine Entscheidung hat getroffen. Und die Entscheidung habe ich dann getroffen. Ich habe dann beweisen müssen, wenn wir das untererregt, die Maschinen untererregt betreiben, ist es ein Problem, weil das kann im ersten Moment sofort die ganze Gegend abschalten, ja? Also zusammenbrechen. Mein ganzes Leben habe ich gearbeitet, gell? Ob das was Seilbahn war oder sonst was war. Ich habe immer ein Problem gehabt und das habe ich halt dann lösen müssen. Ja. Entweder ich kann es beantworten oder ich kann es nicht beantworten. Also irgendein Schmäh zu erzählen, das war mit mir nie aktuell, sondern ich habe immer nur mit der Wahrheit geredet. Ja. Welchen Ratschlag würden Sie den Zuschauern mitgeben oder was ist da wichtig, generell im Leben? Naja, sie müssen halt 100%ig Leistungen bringen und 100%ig sich mit allen befassen. Und nicht nur reden und nichts tun, aber sie müssen Entscheidungen treffen können. Ja. Das kann nicht jeder, gell? So wie Sie das in Ihrem Leben immer gemacht haben. Ja, sicherlich, ja. Und nicht daheim sitzen und warten, bis die anderen gearbeitet haben oder liegen hat müssen. Das habe ich nicht gekannt. Ich habe alles laufend erledigt, was an mich angetragen ist worden. Traude. Die hat mein Leben auch gerettet. Da war Folgendes, wir waren mit meiner Mutter und mit meiner Frau und Schwester guten Kontakt gehabt. Wir haben uns immer hier getroffen und dann hat sie gesagt, ich komme den Nachmittag besuchen. Ja? So, jetzt ist sie gekommen, mal besuchen, hat angeleitet, war nichts. Ja? Und jetzt hat er nicht gewusst. War nichts, ne? Ja. Jetzt hat sie nicht gewusst, was soll sie tun. Schließlich hat sie keinen gehabt, gell.
da ist es dann, ist ja die Idee gekommen zum Werner. Das ist ein Mann, der mich unterstützt hat beim Arbeiten im Garten. Und der ist dann gekommen mit dem Schlüssel und dann haben sie festgestellt, ich bin oben gelegen, nackert am Balkon und war bewusstlos praktisch. In der Mittagssonne. Ja, in der Sonne, ja. Ja, und dann haben sie ihn also nackert gleich ins Spital geführt und die Ärzte hat dann gesagt, wieso kommen Sie aus der nackert zu mir? Ja, es tut mir leid, aber haben Sie nicht vielleicht irgendein Gewand für mich, ein Hemd oder was? Hat sie gesagt, ein Pyjama. Nein, habe ich gesagt, Pyjama trage ich nie an, weil das fühle ich mich nicht wohl. Ich will ein Hemd haben. Dann haben sie ein Hemd abgetrieben. Das waren so Erlebnisse, die halt Das war letztes Jahr mit 102 Jahren, war das. Naja, so. Ja, und das wäre jetzt noch, wie ist dann weitergegangen? Weil dann waren sie einen Tag im Spital und was ist dann passiert? Ja, dann habe ich eine gute Betreuung noch gehabt. Und die sind hingekommen und gesagt, der Mann will heim, weil daheim hat er alles, da hat er nichts. Gell? Und die Ärztin hat dann gesagt, den können wir nicht heimlassen, ich will noch einige Untersuchungen machen und ich will sie an die Ding anhängen, an die Infusionen, ja, Infusionen. Ich habe gesagt, nein, ich verpflichte, habe ich das schriftlich. Sind sie auf Revers heimgegangen nach einem Tag? Die Erste hat es nicht geschafft, mich zurückzuhalten. Und ich bin heimgekommen und dann habe ich gedacht, daheim habe ich wieder alles. Und seitdem... Ich habe mich ja gewundert, dass du so schnell da warst. Gell? Ja. Das war am Samstag und am Montag ist er daheim. Ne? Ja. Bitte. Und man denkt, was ist denn da jetzt los?